Mitten im Herzen Amsterdams, die weltweit größte Fahrradgarage unter Wasser. Ein Projekt, das mit seinen 7000 Stellplätzen ein klares Ziel verfolgt. Zum einen, das Radfahren attraktiver zu machen, zum anderen, den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Doch wie funktioniert das? Wie fängt man da an, etwas unter Wasser zu bauen? Und wie bringt man so viel Baumaterial an so einem Ort, was von so viel Menschenmasse und Verkehr umgeben ist? Das und weitere Fragen werden wir heute in dem Video beantworten. Hunderttausende von Menschen bewegen sich hier um den Bahnhof herum, benutzen verschiedenste Sachen wie zum Beispiel die Tram, die Metro, die Züge und natürlich auch die Fahrräder. Um diese ganze Menschenmenge überhaupt managen zu können, braucht es eine sehr clevere Stadtplanung. Und genau das ist der Punkt, wo wir heute auch ansetzen wollen. Wir stehen gerade vorm D'Entrée und wollen mal hinter die Kulissen schauen, wie sah die Architektur damals aus, wie sah die Planung aus, was hat man sich dabei alles so erdacht. Mit dabei haben wir dann auch den Oriol Casas vom Architekturbüro Wirk und auch Frank Naumann von Max Vögel Niederland. Einmal die Entwurfsleitung, einmal der Architekt, die uns sehr gute Insights darüber geben werden, wie das Ganze hier erdacht worden ist. Ich würde vorschlagen, lasst direkt reinspringen und losstarten. Und natürlich ganz großes Danke, dass ihr heute überhaupt mit dabei seid. Auf geht's! Die Technik spielt hier natürlich eine super wichtige Rolle. Wie konnte das Ganze hier so funktionieren, wie es ist? Aber ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch, wie man sich als Mensch hier drin fühlt, was für eine Atmosphäre auf einen einwirkt, wie die Ästhetik aussieht und so weiter und so fort. Und dafür habe ich auch Oriol hier an meiner Seite. Er kann es am besten als Architekt erklären. So, Oriol, to the first question, what was your actual idea of this project here? What was your vision, your inspiration, your everything? Well, I think to start it's very important to realize that it's not only my idea, but this project has been going around for a long time. Yeah. Started with a main urban idea from the municipality of Amsterdam. Yeah. And that had to do with the fact that actually we have a central station. Central station is located in an island. Yeah. But this idea of island has been lost with the time. Yeah. The city administration of Amsterdam had to locate also a bicycle parking, take a lot of space, but we wanted also to increase the amount of water around the station area to reinforce this idea of island. So then it came the idea of making a new entrance for the whole area. In this main concept, by bringing all the water around, there was no space for bicycle parking. So it came with the idea, okay, what we have to do then is hide it under the water. Yeah. And that was the main idea. We make a new island for the station, we bring water around, and then we bring under the water the bicycle parking. Yeah. So that's the main idea of the whole project. Wow, that's pretty impressive. Especially on this place, there are a lot of ideas. Could Yes. you tell us something about your ideas about the architectural? Yes, of course. What's very nice is that, I mean, when you have the possibility to work on a design like that, that's very ambitious, and you have the budgets also to work on that, you can introduce very interesting ideas. One of the most important one was, well, we knew we had to make the bicycle parking under the water, and it was the first time that it happened, something like that. So we realized that maybe the theme water would be sort of paraplu concept for the whole idea of the bicycle parking. So one of the first ideas, they came with also one document that's called Welkwaliteitsplan, like it brings the main rules of the project, is the contrast between outside of the bicycle parking and inside of the bicycle parking. Is that what we call it, the shell? Yeah. The idea of on the outside of the shell it's really rough, and the materials are more dark, and inside of the shell the color is white, it's more shiny, and it's more interesting, it's more beautiful. Yeah. So what we did actually was very simple. The whole design of the entrance, the rabbit hole as I call it sometimes, was based on bringing the materiality of the public space until the underground world. Yeah. We are bringing actually everybody 9 meters under the ground. Yeah. So you want to have the idea that the entrance is part of the public space. Why?
because you see the bicycle parking also as part of a public space. Yeah. It's not just a facility with a door that's closed. Yeah. No, it's part of this idea. Yeah. So you would see also when we will go inside afterwards that the whole promenade, the movement you make as a user is like bringing the public space from up to down. And even if when you are inside, you have the feeling that you are like on an underground street. Yeah. Because everything is sized in a way that you experience that. But with the idea of the shell, you see it also, all these materials like basalt and natural stone, other materials that are coming also back upstairs Yeah. in the whole square area. Yeah. But when you come here, suddenly everything starts to become white, and that's why we call the inside world of the shell. Okay. Um das nochmal kurz ins Deutsche zu übersetzen, diese ganze Konstruktion, die Architektur hier soll an einer offenen Muschel erinnern, von außen sehr robust und hart, von innen glänzend, scheinend, verlockend, einladend. Und das war die Idee von dieser Konstruktion hier. So the first thing that I noticed when I came into this room, into this fietsgarage, were the columns. They look very special to me. And maybe you can tell us in a few sentences something about the columns, the idea of them, and why they look like this. Yeah, that's quite an interesting story because when you face a project like that, you get sometimes these nice opportunities. In the beginning, of course, the columns it was just round columns. At a certain moment, there was this discussion. Well, actually, because we have to cover these distances, and the load that's coming from upstairs is enormous with the water and the concrete, it would be nicer if we have some sort of topping on top of the columns. Yeah. And then when it came the idea, okay, well maybe we have to do that, what's called a capital, normally you put on Okay. top of a column. Yeah. Maybe we could do that and resolve it in a nicer way that fits more with the idea of the water. Yeah. And then when it came the idea of making these columns as some sort of drop columns. Yeah. Dus it's coming from this idea of matching a technical aspect and a need Yeah. with also matching with the idea of the water that's Awesome. coming everywhere. Yeah, I see. Yes. Yeah. And I can see that these columns have also some kind of, let's call it color code. Yes, It's always green or red, right? of orange. Orange means like Yes. most of the places also, Yes. it's not free, but there's Yes. still some place left. It's called a HBS system, that is Ah. a detection system. Ah, okay. It's based on actually two aspects. If you look there upstairs, there's small cameras. These small little cameras, what they do is actually they scan some sort of degrees, the bicycles they are in front of them. Yeah. Then they can see how many places they are free Yeah. of occupied. Yeah. And then it's bring it to the server there and the server translate it into the light. What we decided is we wanted the columns integrate this aspect. We wanted to avoid as much as possible all these boards. Normally when you make a design like that, you have to put for every place where you have a corridor, you have to put a board with the amount of places that they are left. Ah, okay. And we said, we don't want that. We want to have it very clean. So what we can do is to do it very simple. We just put for up and for down Yeah. this code. That's If it's very- green, you know that you will have some places left. If it's orange, the doubt. If it's red, don't go in. Oriol, there have been a lot of different requirements. You have been working with a lot of different companies, a lot of different colleagues, and there are a lot of interesting things right here. But is there something very specific that you want to mention? Yes, we talked before about the fact that when you're working in a project like that, you have a lot, indeed, requirements have to be with functionality. Yeah. But also, there are some opportunities in every project. We said, well, the theme water is a theme that actually connects all the different components of the project. And it was quite nice because in a certain moment of the process, and it was not in the beginning of it, we thought maybe it would be interesting to introduce an educational aspect in the bicycle parking. So we established a collaboration with Museum Amsterdam, and we said, well, because we have to introduce some elements for people to help them to orient in themselves in the bicycle parking, would it be nice if these elements, they have some sort of interesting aspect on it that goes further than this orientation aspect? Well, maybe it would be nice to explain the story of water related with the city of Amsterdam. And
that's when it started, this idea of working with the curator of the Amsterdam Museum. And we developed actually 3 elements. One is the horizon, that's this one here. And there are 2 other elements, that is the oculi and the pearl. And if you zoom in actually in the horizon, you will see a lot of small pixels here, because every pixel here is actually a reference of one painting of photography that has been chosen by the curator of the museum. Wow. That's related with the history of Amsterdam and water, floods, of nice aspects of it. Wow. Here what we did is we have 140 meters long horizon, and actually if you zoom out you will see is actually a map of the city of Amsterdam. From the date started the city, the beginning of the beginning, until 2023. Wow, amazing. Ja, ich denke, Frank, jede Baustelle hat so seine Tücken, aber hier jetzt mitten in Amsterdam zu bauen, ist nochmal eine andere Hausnummer. Wie fängt man hier überhaupt an? Also umgeben von so viel Wasser, von so vielen unterschiedlichen historischen Gebäuden, die Metro natürlich, die Tram, der ganze Menschentrubel, der hier herumläuft. Wie fängt man da an, sowas zu bauen? Ja, also die Fahrradgarage ist nur ein Drittel vom gesamten Auftrag. Wir hatten die Tramschienen, die Oberleitungen, das haben wir mit unseren Partnern dann einen Detailentwurf machen müssen und das dann ausführen. Und ja, du hast mich auch eher früher gefragt, wie fängt man denn mit so einem komplexen Problem an? Und das ist eine schöne Antwort ist, wenn man Elefant essen muss, stopfst du auch nicht den ganzen Elefant rein, den machst du in kleine Stücke und isst dann kleine Stücke. Ja. Und ein großes, komplexes Problem musst du eben in kleine Probleme aufteilen und darfst halt dann die Schnittstellen dazwischen nicht vergessen. Ja. Und dann kommst du dann schon langsam hin. Und wenn man von grob nach fein arbeitet, kann man auch so einen Entwurf erfolgreich abrunden. Und man darf natürlich auch nicht beim Bauen die Sicherheit vergessen. Und ja, die Logistik ist natürlich, wenn du siehst, was jetzt heute hier los ist, täglich benutzen um die 170.000 Menschen Bahnhof, Züge und die Infrastruktur drumherum. Also heute ist schönes Wetter, was mit den Booten los ist, bin ich selber überrascht. Und damit musst du, mit den ganzen Publikumsströmen, musst du auch beim Bau Rechnung halten. Ja. Du musst also Bauhecken stellen und so weiter und dann ja, du willst ja noch deine Baustoffe hier liefern. Genau, das ist das, was mir zuallererst in den Sinn kommt, ja. Nämlich, man kennt das ja auch von anderen Baustellen, du hast schwere Baugeräte, du brauchst Orte, wo auch die Bauarbeiter oder jeder, der am Projekt beteiligt ist, arbeiten können. Da wird dann Baumaterialien, es gibt ja so vieles. Und wenn ich mich hier so umschaue, okay, wo stelle ich all das Zeug hin, ohne dass ich jetzt für Störungen sorge? Ja. Was ist da die Lösung? Was hier zuvor war, also die Geschichte, hier war ja 400 Jahre der Hochseehafen der Stadt und die Stadtväter haben gesagt, naja, wir wollen wieder Wasser zurückbringen. Hier war ein ziemlich großer Busplatz und den musste man erst weggraben und dann ist hier ein Loch entstanden und dann hatten wir, da wo dieser Verbindungstunnel beginnt, also bei diesem, letztendlich wo jetzt der Notausgang ist, ja. Von hier bis zu dem Brückenwiderlager ja. Hatten wir einen Kissdamm gebaut, das war quasi, wie man will, eine Baustraße, war glaube ich 4,5 Meter breit, mit Sand gefüllte Spundwände und das war quasi unsere Logistikbahn auf unserer Baustelle und wir haben alles, was geht, via Wasser angefahren. Wir haben im Westhafen, wir nennen es Amfert-Terrain, haben wir unseren Logistik-Hub, also alle Stahllieferungen sind dort rausgeliefert, aufs Boot umgeladen worden und haben wir die mit Schiffen unter den Brücken durch hier reingeliefert. Mit dem Kran dann auf diesen Bauweg und das ist dann mit einem weiteren Kran dann runter in die Baugrube gekommen. Und so hat sich das dann ja, Stück für Stück gefüllt. Jetzt braucht es natürlich noch Beton. Ja. Mit dem Beton hat es logistisch nicht übers Wasser geklappt. Wir haben dann unter die Straße hier eine Betonleitung, also 3 verschiedene Pumpleitungen installiert. Und wir hatten den Beton hier in der Verkehrsinsel liefern lassen, ja. Unter die Straße gepumpt und dann mit Pumpleitungen, naja, bis zum größten Abstand da hinten, die letzte Wand, auch noch mit Betonpumpleitungen ja, gebaut. Gab es bei dir so wirklich persönlich den Moment,
wo du dir dachtest, ey, das, was wir jetzt hier machen, das, was wir hier jetzt bauen, super geiles Projekt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du super stolz bist, hier mit dabei gewesen zu sein, den Entwurf mitgeleitet zu haben. Also der Entwurfsleiter. Aber gab es mal den Moment, wo du dir dachtest, okay, das ist jetzt wirklich so eine Situation, die ist besonders tricky und wie wir das jetzt lösen werden, weißt du jetzt meinst so du auf im Anhieb noch gar nicht. Entwurf oder in der Ausführung dann? Du kannst gerne zu beidem mal ein Beispiel nennen. Na, also in der Ausführung, wenn es schief gehen sollte, dann hast du grundlegend was verkehrt gemacht. Es fängt an, dass du im Entwurf nachdenkst, wie können die Leute sicher bauen. Ja. Und das Wichtigste ist, dass wenn du nicht out of the box irgendwas entwerfen, Ja. sondern immer absprechen mit deinen Ausführenden. Und der Vormann und ich, wir waren echt ein Team. Da hast du Ideen, du hast dann 2 Ideen besprochen und der sagt, naja, wenn du die Idee das und das noch änderst, dann können wir da besser arbeiten, schneller arbeiten. Und darum geht es eigentlich auch. Wir bauen nicht nur, weil es schön ist, sondern wir müssen Geld mit verdienen. Ja. Und dann musst du doch mal eine Abwägung machen. Billig bauen geht schief. Lange Rede, kurzer Sinn. Also du musst im Entwurf nachdenken, wie die Leute das dann später umsetzen können. Und wenn du das gut vorbereitest, den Entwurf und auch die Arbeitsvorbereitung dann gut machst für die Ausführung, dann sollte nichts schief gehen. Es sei denn, es ist dann Materialermüdung oder es bricht irgendwas. Das sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Aber mit guter Vorbereitung kriegt man das hin. Wir hatten oben bei dem Zwischenpodest, ich habe ja erzählt, du hast Stahlspundwände, die das ganze Baugrube umschließen. Und bei dem Widerlager der Brücke hatten die schräge Pfähle drin. Ja. Und die kannst du mit der Spundwand nicht einfach abschneiden. Das heißt, wir hatten so ein Eck, um die Pfähle der Brücke auszusparen. Ja, aber das Podest, das muss nach außen später kommen. Und das war die spannendste Stelle, fand ich. Wenn wir die Spundwand abschneiden und es kommt Hochwasser oder es ist irgendwas undicht, dann würde die ganze Garage voll Wasser laufen wegen dem Teil. Ja. Und dann haben wir da in das Problem eingezoomt, haben einen Schritteplan gemacht, wo echt in 24 Einzelschritten beschrieben ist, wie müssen wir das jetzt machen und dann noch extra eine Wand betoniert auf dem Podest. Das sollte wirklich was schief gehen, dass da eben nichts schief gehen kann. Verstehe. Und das ist dann so, dafür machst du Risikountersuchungen mit Kollegen. Ja. Manche sehen ganz andere Risiken, die du nicht siehst. Und dann zoomst du da ein, wo echt Musik drin ist, wo viel Geld kosten kann, wenn es schief geht. Ja. Super. Ja, ich denke, bei sowas muss man auf alle Fälle nochmal sicher gehen, weil wenn da einmal irgendwie Wasser von irgendeiner Seite reinkommt, dann hat man das Schlamassel. Das sind Kosten, das sind Menschenleben oder wie auch immer. Das darf nicht passieren. Ja. Und wie ist es bei dir jetzt so? Du hast das Ding hier entworfen, aber wie oft nutzt du es selber im Alltag? Naja, Du lebst ja selber auch hier in wie ich hierher Amsterdam, wenn man gekommen das bin, überhaupt sagen darf. Fach 16 steht mein Fahrrad, also ich benutze es schon auch. Sehr Ja. schön, sehr schön. Was jetzt total im Trend ist, ist ja das Thema Artificial Design. Und hier wurde ja BIM verwendet, Building Information Modeling. Das ist eine ganz spezielle Methode im Bauwesen, wo man das Modell wirklich die Basis bildet, das 3D-Modell, und man darauf aufbauend Informationen mit verknüpfen kann. Kannst du vielleicht da 1, 2 Beispiele nennen, wie euch BIM bei diesem Projekt helfen konnte? Ja. Ich weiß, dass beispielsweise die Produktion ein bisschen modellbasiert stattgefunden hat oder auch bestimmte Kollisionen hier mit Hilfe des Modells identifiziert worden sind. Es sind ja super viele unterschiedliche Disziplinen und da irgendwie die Koordination, die Übersicht zu behalten, ist einfach Ja. ein Mammutding. Ja, also wenn du natürlich, es geht wieder zurück zum Elefant, du musst ihn in Stücke hacken. Der Installateur macht natürlich seine Installation, der hat von Beton keine Ahnung. Der Betonbauer, der kann eine schöne Wand machen, aber in Beton musst du schon Hüllrohre einbetonieren, dass später der Installateur seine Kabel durchziehen kann. Dann kommt noch die Natursteinverkleidung, die werden auch CNC geschnitten, die Steine. Da hatten die übrigens die Daten aus dem 3D-Modell benutzt. Und ja, wir stehen eigentlich schon direkt vor einem Beispiel. Die Stützen werden aus Beton hergestellt und wir haben in Hamminkeln in unserer Fabrik schon die Aussparungen und die Hüllrohre einbetonieren lassen. Wir haben hier 129 Stützen und nur die Stützen an
an der Kolonnade, so wie dieser Durchgang heißt, haben wir auch noch unten eine Beleuchtung. Das heißt, du musst also hier unten noch Beleuchtung, ein Hüllrohr einbetonieren für Ja. die Beleuchtung. Und echt, es ist wirklich über jede Steckdose gesprochen worden. Die Kameras, die hängen, die Beleuchtungselemente, du musst ja auch eine Beleuchtungsberechnung machen, Ja. dass eine gewisse Luxanzahl an Lichtstärke am Boden noch zu finden ist. Das hat auch viel mit dem Wohlbefinden des Menschen zu tun, Ja, richtig? Es soll ja. ja nicht zu dunkel, aber auch nicht zu hell Ja. sein und auch architektonisch, wie das ganze Licht sozusagen auf die Umgebung wirkt. Ja. Das ist schon, ja, ist ein Und die abgehängte Decke, das ist auch in 3D entworfen worden. Das muss ja dann schön um die Stützen rumpassen. Wo bringen die Nähte an? Der Oculi, also es ist echt über jede, ja, oder in der Perle, wo der Betreiber dann sitzt, da gibt es eine Toilette und eine Küche ja. für die hier arbeiten. Die Abwasserrohre musst du schon, wenn du die Bodenplatte betonierst, das ist das Erste, was du machst von der Garage, aber da musst du schon wissen, welche Abwasserrohrquerschnitt habe ich und dann wie kriege ich das dann später in die Straße, in Das die war auch alles Abwasserkanäle wirklich gelöst. im Modell mit visualisiert. Alles drin. Auch unter der untersten Rollpade, weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, schräge Ebene. Da unten drin sind die ganzen Steuerelemente für die Rollpade Super und interessant. auch der Wasserkeller. Alles, was an Regen fällt, wird Ja. erst aufgefangen, um rauszubringen. Und da hilft das 3D-Modell ungeheim, dass du auch Clashes mit Bewährung und Ja. so rausfindest. Auch bewährt haben wir auch in 3D. Und da sind auch die Bewährungspläne rausgekommen. Super. Mit Biegelisten. Sehr gut. So will ich das hören als BIM-Manager. Das gefällt mir doch. Und die ganze Qualitätskontrolle haben wir auch mit dem Tablet gemacht. Sehr schön. Bewährungskontrollen und Ja, das ist Betonagefreigaben. Vor allem bei so einem Projektumfang unerlässlich und wirklich auch nicht vorstellbar, das ohne BIM machen zu können. Meiner Meinung nach jedenfalls. Komplexe Probleme. An dieser Stelle nochmal ein wirklich, wirklich herzhaftes, dickes Danke, dass du heute auch wieder mit dabei warst. Oder Ja, was gerne heißt wieder? doch. Das ist das erste Gerne. Video. Aber, Ja. richtig cool. Sehr schön, haben wir es geschafft.